Tada! So. Wir befinden uns in Hessen. Circa diese Richtung findet sich der Frankfurter Flughafen. Und in diese Richtung findet sich der Ort Langen, in Klammern Hessen. Langen gibt es also wohl auch noch woanders. Vielleicht gibt es das auch öfter. Ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Wort, wo man sagt, ja, könnte ich mir nicht vorstellen, dass es die Stadt nur einmal gibt oder nur vorstellen. Ich war beruflich unterwegs mal wieder und dann habe ich hier mal so ein bisschen in der Geländemodellkarte geschaut und ich habe hier was entdeckt. Und wir werden hier definitiv, werden wir hier was zu sehen bekommen, weil es auf jeden Fall 2 Moonlagerhäuser sind, die hier gleich irgendwo vor uns aufploppen werden. Wir sehen hier auch schon, ja, ich sag mal, für so einen normalen Waldweg eine recht verräterische Struktur. Denn normalerweise, ja, die Forstwege sind ja eigentlich nicht asphaltiert. Da ist ja dann immer irgendwie so eine Schotterschicht oder sowas drauf. Aber sowas haben wir da eigentlich nicht. Von daher können wir davon ausgehen, dass wirklich auch gleich das kommt, was ich im Geländemodell gesehen habe. Denn das lügt in diesem Fall auf gar keinen Fall. Die Umrisse sind da eindeutig und auch bekannt. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, was das mal war. Ich tippe jetzt einfach erstmal auf amerikanische Liegenschaft. Die waren ja hier auch stark vertreten. Werde allerdings auch entsprechende Nachforschungen anstellen, um euch dann da genaueres nennen zu können. Wir haben auf dem Geländemodell hier auch neben den beiden Moonlagerhäusern noch, ja, ich sag mal, weitere irgendwie markante oder auch halb markante Stellen. Da gehen wir gleich mal ab. Das sieht aus, als ja, hätte da auch ein kleines Depot sein können mit 1, 2 Schleifen. Wir schauen mal, wie sich das vor Ort darstellen mag. Vielleicht haben wir hier noch ein SAS, erste Ausbaustufe oder sowas. Alles spekulativ. So. Und wenn wir da sind, schalte ich euch wieder dazu. Denn wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zu laufen. Sind noch ein paar 100 Meter. Und dann schauen wir uns das gleich mal gemeinsam an. Ja, ich markiere euch das auf der Karte, wo wir hier sind. Von da aus kommen wir. Hier geht halt rechts auch noch mal ein Weg ab, ist ebenfalls asphaltiert. Hier links geht auch noch ein Weg ab, ist auch Asphalt. Das ist nur in der Mitte alles schon mit Gras überwuchert. Das ist ja letzten Endes, zeichnet sich so eine Struktur ja hier auch ab. Ja, das wird alles marode und brüchig und je nach Ausbau dieser Straße geschieht das eben schneller oder auch später. Das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Ich finde es hier gerade von der Atmosphäre her echt entspannt. Ist gut, ist ein entspannter Morgen. Wir haben es, ich weiß gar nicht, wie haben wir es denn? Kurz nach 8, glaube ich. Das sollte aber auch wieder so ein Tag werden. Das soll richtig knüppelwarm sein. Ja, 8:30 haben wir es. Richtig knüppelheiß soll das werden. Von daher momentan geht das noch. Und ja, hier ist ja auch schön beschattet. Wir werden es schon überleben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Da gehen wir hin. Ich will das Video hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber hier haben wir nochmal so einen Kreuzungsbereich. Da geht es auch wieder ab. Und hier vorne haben wir auch noch, ja, auch eben Asphaltfläche. Hier wird wohl mal ein Platz gewesen sein. Mein Gott. Also das, was ich hier jetzt einfach so auf gut Dünken im Geländemodell gefunden habe, scheint doch irgendwie eine größere Anlage gewesen zu sein. Das war also irgendwie, also ein Depot. Klar, Moonlagerhäuser stehen immer irgendwie in einem Depot. Ne, die stehen ja nicht einfach so rum und dann hast du da noch, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Fläche drumherum, sondern das ist ja schon immer was Größeres. Das wird hier noch spannend werden, weil da müssen wir noch mal gucken, dass wir irgendwelche historischen Luftaufnahmen finden, wie es hier mal ausgesehen hat. Spannend war übrigens auch gerade die Geräusche, die ich
rechts aus dem Wald vernahm. Ich dachte erst, es wäre ein etwas heiseres Bellen eines Hundes. War definitiv kein Hund. Und ja, solchen Geräuschen nähere ich mich allenfalls mit Sturmgewehr im Anschlag, aber mit Sicherheit nicht auf gut Glück mit Hund an der Leine. Da lassen wir die Finger von, zumal das mitten im Wald war. Naja, vielleicht sind diese Geräusche nachher nochmal da und ich nehme euch das mal auf und der ein oder andere kann dann vielleicht sagen, was es war. Aber versprechen kann ich nichts. Ja, wir gehen hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, mal weiter. Da vorne kommt schon wieder die nächste Asphaltstruktur. Da filme ich auf jeden Fall auch noch drüber her. Wir sind auf jeden Fall recht nah an dem Bereich, wo wir hin müssen. Und ich darf hier lang gehen. Also hier ist kein Schild, kein Schild, das irgendwie ein Betretungsverbot ausweist. Hier ist lediglich das Befahren für Kraftfahrzeuge nicht erlaubt. Geht ja aber auch gar nicht, weil da ja normale Schranke steht. So, guckt euch das hier an. Hier vorne haben wir, habe ich gerade auch schon gesehen, hier überall sind so kleine Bäume. Hier ist also überall mal neu aufgeforstet worden. Hier geht es nach rechts ab. Freie, markant freie Fläche. Da mag auch mal was gestanden haben. Muss ich auch stark von ausgehen. Die Asphaltstruktur da, die ist auch noch sehr gepflegt. Wie gesagt, ich markiere euch das alles in der Karte. Und wenn wir noch eine historische Karte bekommen, dann würde ich euch das natürlich auch in dieser Karte markieren, wo ich da gerade bin. Finde ich auch eine spannende Sache. Mal so ein bisschen Dinge sichtbar machen, die nicht mehr da sind. Gut, ich wäre in diesem Bereich ja niemals gekommen, wenn ich diese Moonlagerhäuser da nicht gefunden hätte im Geländemodell. Dann hätte sich das hier sowieso erledigt gehabt. Hätten wir nie gesehen, das hier alles. Ist schon cool. Hier noch eine kleine, wieder eine Einfahrt. Ja, und hier geht das weiter mit der Struktur. Hier rechts könnte eine Grundwassermessstelle sein. Die habe ich jetzt nicht gefilmt. Ist auch nicht wirklich spektakulär. So, hier geht es nochmal nach links ab. Geradeaus weiter. Ja, irgendwie mag ich die Kamera gerade gar nicht ausschalten, weil wir hier so schön im Filmfluss sind und weil da vorne tut sich auch schon wieder was, öffnet sich schon wieder was hier. Ich glaube, dass wir da auch langsam in dem Bereich sind und gleich zur linken die Moonlagerhäuser kommen müssen. Schöne Buche. Da oben steht auf jeden Fall ein Kfz mit geöffneter Tür. Könnte irgendjemand hier vom Forst sein. Ja, kann mir relativ egal sein. Wie gesagt, wir befinden uns hier nicht auf einem Gelände, wo wir nicht drauf dürfen. Ich schalte euch gleich wieder dazu. Ach, meine Herren, so ein Nervösi Dog hat sich endlich gelöst hier. Jetzt können wir hier weiterlaufen. Wir müssen ja nicht mehr durch die Walachei irren, bis es denn endlich mal soweit ist. Ja, immer noch gleiche Situation. Da vorne steht dieses Kfz. Hier ist ein größerer Platz. Und das, was wir uns... da vorne joggt auch jemand. Guckt, da sind auch richtig Sportler hier unterwegs. Hier zur Rechten öffnet sich auch noch mal das Gelände. Also ich gehe stark davon aus, dass sich hier rechts auch mal irgendwas befunden haben muss. Kann mir bald nicht anders vorstellen. Da ist auch noch hier Asphaltstruktur. So, und jetzt, meine Damen und Herren, da vorne gehen wir gar nicht mehr hin, weil da ist auf jeden Fall kein Moonlagerhaus mehr. Das habe ich im Geländemodell definitiv erkennen können. Interessant wird es eben auf dieser Straße und da kommt dann gleich zur Rechten das, was wir suchen. So, live dabei, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich halte jetzt einfach mal die Kamera drauf. Hier vorne haben wir Asphalt. Und hier haben wir dieses. Und dieses, meine Damen und Herren, ist definitiv ein verfülltes Moonlagerhaus, wo wir dann da vorne noch irgendwie so ein Kanalrohr vorgesetzt haben, damit man dann noch irgendwie einen Zugang zu bekommt. Da könnte man jetzt rein kriechen. Das ist allerdings, und
Ja, ich habe erst gedacht, es geht sogar, weil das hier oben nicht verschlossen ist. Also irgendwie habe ich gedacht, eigentlich kann es nicht sein, das ist irgendwie fahrlässig. Und siehe da unten ist auch noch ein Riegel. Davon abgesehen wäre ich da auch nicht reingekrochen, weil das ist offensichtlich eine Anlage, ich sag mal, Thema oder Stichwort Fledermausschutz, da haben wir nichts drin verloren. Und warum ich da auch gar nicht unbedingt rein möchte, kann ich euch auch erklären. Denn auf der Karte könnt ihr sehr gut erkennen, dass dieses Moonlagerhaus verfüllt wurde. Das war mir sowieso klar, dass das erste nicht begehbar ist, dass da entweder ein Erdwall vor ist oder sonst was. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen dort, aber es spielt auch keine Rolle. Das zweite allerdings, das sieht man ebenfalls, das ist nicht verfüllt. Und da müssten wir jetzt wenigstens noch ein Tor sehen können. Mit etwas Glück steht das Ding auch auf. Ja, warten wir es mal ab, denn hier zur Rechten kommt das schon. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Da steht also kein Tor mehr offen, da kann kein Tor offen stehen, denn es ist komplett zugemauert. Da haben wir auch so einen Eingang eben für Fledermäuse. Und was wir jetzt hier haben und wo ich dann schon auch ganz klar sagen kann, das ist amerikanische Bauart. Mache ich schon alleine von der Beschilderung da aus ab. Dann, das sind die typischen Nummern, die man auf jedem amerikanischen Gebäude findet. So, hier steht was mit Fleder und Munit. Also Fledermaus und Munitionsbunker. Schade, dass das Schild ja, nicht mehr lesbar ist. Was wir machen können, und das ist jetzt auch super, ich habe dummerweise meine Taschenlampe heute nicht mit. Aber wir können mal eben schauen, was das Handy uns da zur Verfügung stellt. Das hat ja auch sowas, so eine Leuchtfunktion. Ne, warte mal. Ach Mensch, Leute, ey, es ist doch nicht wahr jetzt hier. So. Meine Herren, ey. Na, wenn mir das Handy jetzt da reinfällt, haben wir 6 richtige. Aber die Leuchte bringt gar nichts, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob man da überhaupt irgendwas erkennen kann. Tja, das ist natürlich jetzt auch eine sehr spannende Angelegenheit hier. Ich filme trotzdem mal so ein bisschen blöd herum. Ja, aber ich denke, für die Eindrücke hat es jetzt schon gereicht. Wir nehmen das Teil jetzt hier wieder raus. Ja. Ein bisschen hakelig, tut mir leid. Ist es manchmal so. So. Und jetzt werden wir hier noch einmal drum herum gehen und dann gehen wir wieder zurück. Und ja, falls ich doch noch irgendwas Spannendes sehen sollte, dann nehme ich euch wieder dazu. Ansonsten gibt es dann gleich ein paar abschließende Worte. Bis gleich. Ja, ganz kurz noch mal eben fiel mir gerade ein zur Bunkerstruktur. Das ist also einer dieser kleineren Bunker, die wir da auch im Mannheimer Raum gesehen haben. Dieses ROSP 951, glaube ich, war das. Ne? Dieser Bunker selber hatte jetzt also auf gar keinen Fall irgendwas mit einem SAS zu tun. Ja, wir gehen, seht ihr, hinter mir ist ja auch noch wieder asphaltierte Struktur. Wir gehen jetzt hier noch mal weiter runter. Aber wo so ein kleiner Bunker stand, da standen mit Sicherheit auch noch mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich alle weggemacht haben. Also da bin ich echt gespannt auf die Luftaufnahmen, die es hier noch von gibt. Und ich möchte euch natürlich auch gerne sagen, wo wir hier genau sind. Beziehungsweise habe ich mit Sicherheit schon gemacht, weil ich es ja in die gelben Untertitel reingeschrieben habe. Da bin ich auch sehr hinterher. Ja, ich habe gestern Abend, als ich das hier aufgeklärt habe, da war es schon relativ spät. Und ich war auch irgendwie total fertig von der Wärme und so. Und da habe ich das Bremer Orakel habe ich dann nicht mehr befragt. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich schon auch ein Ergebnis.
mache ich heute Abend aber. Grüße Manfred. Vielen Dank schon mal für die Zusammenarbeit wieder. Und ja, ich beende jetzt hier das Video, weil ich glaube nicht, dass wir noch was Spannendes sehen. Sollte es so sein, wie gesagt, schalte ich nochmal zu. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Einblick hier, auch wenn es einfach nur noch wenig Strukturen waren, die wir hier gesehen haben, dennoch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr euch hier auskennt auf dem Gelände, früher vielleicht auch mal wart, also jetzt nicht stationiert wart, aber dass ihr hier vielleicht mal rumgelaufen seid, ne, als es dann lost war und als die Sachen hier noch standen. Und ja, könnt mich auch gerne unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao. Ja, dann wollen wir noch mal eben ein bisschen was aus dem Off noch zu der Anlage erklären, beziehungsweise ich habe da noch mal gegoogelt und bin da gar bei Geschichtsspuren.de dann auch fündig geworden. Und ich zitiere jetzt mal eben kurz jemanden, der hier bei Geschichtsspuren.de was drüber geschrieben hat. Das klingt für mich alles sehr schlüssig und auch so, dass man sagen kann, das wird schon richtig sein, denn es gibt jetzt da auch keine Kommentare drauf, die irgendwie sagen, nee, der erzählt da Quatsch. Von daher nehmen wir das jetzt mal so als Zusammenfassung dessen, was man da im Endeffekt früher mal gesehen hatte. So, ich zitiere hier den, beziehungsweise das Forumsmitglied Thomas Breitenbacher. Der hat am 14.11.2010 etwas verpasst. Ich zitiere, hallo. Einer der letzten, in Klammern der letzte Fragezeichen, noch bis Jahresende 2009 in nahezu Originalzustand erhalten gebliebene Pre-Stock Point der US-Streitkräfte ist, wie ich heute feststellen musste, vollständig geschliffen. Der PSP-2J Langen im Wald zwischen Mörfelden und Langen, Klammer auf, auch als Waldorf Ammunition Area bezeichnet, Klammer zu, Punkt. Keine Reste mehr vorhanden von den noch im Dezember 2009 existenten 11 modernen Stradley-Lagerbunkern. In Google Earth noch einwandfrei zu erkennen. 21 älteren erdüberdeckten Magazines, in Klammern 10 größere und 11 kleinere. 2 kleinen, mannsgroßen Bunkern, mindestens 43 gemauerten Lagerhütten sowie 43 Holzständerschuppen. Das Lager wurde, zumindest die letzte Zeit, durch die Rhein-Main Airbase bzw. deren 435. Military Airlift Wing mitgenutzt, wie zahlreiche entsprechende Aufschriften bewiesen. Weitere Aufschriften bewiesen Zuständigkeit durch das 15. Ordnance Battalion bzw. und da kann ich euch, muss ich mal eben zwischengehen, nicht sagen, wie das genau ausgesprochen wird. Es steht eine 2040. Punkt. Civilian Support Group der Army. Punkt. So, da haben wir jetzt mal eben so eine kleine Auflistung dessen, was wir da an Bestand im Lager hatten. Und ich zeige euch jetzt eben kurz anhand von Bildausschnitten, beziehungsweise wir zoomen nochmal eben ran, dass man da aus der Luft auch noch ein bisschen was erkennen konnte. Ja, nochmal eben kurz reingezoomt in die ganze Geschichte. Seht ihr hier auf jeden Fall diese 11 Stradley-Bunker, die man da ja auch wirklich noch sehr gut sehen kann. Und links dann sind diese beiden kleineren Bunker, von denen die Rede war, die ja dann heute auch noch stehen, die wir vorhin noch im Video gesehen haben. Und ich zeige euch jetzt noch eben einen weiteren Ausschnitt, wo man etwas südlich unterhalb diesen Stradley-Bunkern in einer Schleife auf jeden Fall auch noch 2 von den alten Munitionslagerhäusern erkennen kann. Ja, ich markiere hier nochmal eben 1, 2 dieser Munitionslagerhäuser. Wir fangen aber erstmal direkt an dieser Kreuzung an, die man da sieht. Das war der Bereich, wo wir vorhin auch draußen im Gelände waren, wo noch etwas Asphalt zu erkennen war. Und zwar ist das dieser Bereich. Man erkennt da auch in irgendeiner Weise Struktur, irgendwelche Gebäude. Irgendwas hat da gestanden, Lagerschuppen. Ich vermag es nicht zu sagen. Ja, die beiden Munitionslagerhäuser, die zeige ich euch da jetzt entsprechend auch. Und abschließend bleibt mir dazu zu sagen, es war mal viel da, es ist leider gar nichts mehr da. Das ist sehr schade.
über Sinn und Unsinn, solche Gelände da zu schleifen. Da kann man auch diskutieren. Ich diskutiere da nicht. Ich sage, das ist Unsinn. Denn Renaturierungsmaßnahme, beziehungsweise ich glaube, das wurde als Ausgleichsfläche für den weiteren Ausbau von dem Fraport genutzt. So viel versiegelte Fläche haben wir da nicht. Also die Munitionslagerhäuser sind für mich persönlich keine versiegelte Fläche. Das ist vielleicht dann halb versiegelte Fläche, ja, sofern man das so betiteln kann. Da ist einfach Vegetation drüber. Da ist ein ganz normal ein Ökosystem entstanden, oder das Ökosystem, was immer da war, ne, war auch weiterhin dort. Ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist, dass man die Sachen da weggemacht hat, ich würde sagen, gemessen am Aufwand, der da betrieben wurde, ist der Unterschied wahrscheinlich marginal. Gut, ich hoffe, das Video hat euch hier gefallen. Auch jetzt zum Schluss noch eben die Bildtafeln mit dem bisschen Erklärung dabei. Aus manchen Geländen lässt sich dann einfach auch nicht mehr rausholen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man da nur mal eben kurz ist und einfach nicht jetzt sagen kann, okay, ich mache jetzt hier 5, 6 Begehungen und gucke nochmal ganz genau nach. Lasst gerne ein Abo da. Unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr selber zu dem Gelände hier noch irgendwas wisst, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Joscha und Dexter. Bis dahin, macht's gut, ciao, Kakao.